Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Dacia Sandero Stepway Video von mir für euch. Heute soll es um den Innenraumfilter gehen. Wir gehen auf die Beifahrerseite und schauen auf die Fußarea, wo die Füße des Beifahrers sich befinden, und dort Richtung Mittelkonsole gezeigt sehen wir den Filter Einlass. Das ist so eine kleine Klappe und aus dieser kleinen Klappe müssen wir jetzt so einen riesen Filter rausholen. Also das ist konstruktionstechnisch wirklich geil gelöst. Die haben wirklich, was ist da, 20 Zentimeter großen Schlitz für einen 40 oder 50 Zentimeter breiten Filter. Aber wir sind ja nicht, oder die Ingenieure sind ja nicht verblödet. Die haben den Filter oben und unten stabil gemacht und dazwischen haben die Papierfilterkomponenten gesetzt. Das heißt also, wir können ihn ein bisschen flexibel benutzen und so können wir den alten Filter auch herausknüppeln. Wie ihr das seht, ist das so ein bisschen fummelig und wenn ihr dann beide weißen Komponenten raus habt, dann krümeln euch schon viele Sachen, die ihr von außen angesaugt habt, entgegen. Diesen Filter solltet ihr, ich weiß nicht, jedes Jahr ist es so viel, aber jeden zweites Jahr solltet ihr das schon wechseln, weil er einfach im Innenraum euch ein besseres Klima bringt. So, kommen wir dazu an der Montage des neuen Filters. Der hat eine Flow-Richtung. Die Flow-Richtung sollte in den Innenraum zeigen. Dann die verstärkten Teile, die verstärkten Komponenten des neuen Filters sind oben und unten anzusetzen. Und dann müssen wir den da reinquetschen. Da gibt es so eine kleine Möglichkeit, das durchzuzwiebeln. Das heißt also, wir nehmen den Filter Flow-Richtung, Richtung Innenraum, gehen dann von oben rein, dann versuchen wir den Filter ein bisschen zu biegen. Dann ist er sozusagen erstmal 90 Grad versetzt drin, aber dann ziehen wir ihn, indem wir ihn ganz reinstecken, in eine Bewegung von 90 Grad nach oben. Das sehen wir jetzt hier in diesem Fall. Jetzt haben wir die 90 Grad Bewegung. Damit ist der Filter nun genau in Position, wie er auch sein sollte. Ihr könnt das so ganz gut handeln, weil einfach der Eingang ist echt winzig. Aber okay, haben die cool gelöst. Coole Typen von Dacia oder Renault. So, jetzt kommt natürlich das Cover wieder drauf. Richtig rum. Und dann haben wir das auch schon erledigt. Der Innenraumfilter ist dafür da, um noch eure Innenraumluft schön zu filtern, bevor sie reinkommt. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!